Goedemorgen. Ik freue mich von dir, um met jullie hier te zijn. Abgaben sind eine Schule, wann wir den Weg nehmen. Jede Abgabe ist eine Gelegenheit, was zu lernen. Und jede Abgabe hat einen Segen, wenn wir das mit Freude tun. Und wünsche ich, dass das morgens von dir, was für uns alle toppen Segen sind. En dat God zijn noem wat kan verherrlicht worden durch ons leven. We alle beginnen verschiedene dingen. En we hebben verschiedene dingen met ons wat we vielleicht nicht immer krijg verstaan können, woran de krijg dit zijn. Für uns vielleicht würden viele Dinge manchmal viel leichter sein, wenn es so wie in uns wieder würden gleichen. Aber dass wir können wirklich glücklich sein, ist es vielmals, oder ist es doch besser, wenn es so sein, als Gott das sieht, wenn es auch je in uns Fleisch geht. Und ich freue mich, wenn wir können Gott sein Wort nennen und wir können sagen, du hast something für uns. Das ist nicht something für mich Nober, das ist nicht something für Seswem, aber du hast Wort für mich. Und wenn du Wort für mich hast, dann kann ich auch den Entdecken und Reit sein zum Ändernissen merken in meinem Leben. Und Ändernissen sind nicht immer bloß möglich, oder immer bloß so, als wie das würden gleichen. Und so, mein Verlangen ist von der, mit jedem Tag mal gucken, was Jesus an seine Gleichnissen vertalen hat. Er hat uns viele Gleichnissen vertalt, und wir wollen uns von der ein paar Stück angucken und sagen, was wir dort lernen können. Aber euer wird dann angehen, wer wir hoffen zum Beten. Vater im Himmel, wir kommen wieder verdienen. Wir sind dankbar für diesen Morgens. Wir sind dankbar, dass wir gesund sind und können hier in dein Haus kommen. Wir sind dankbar, dass du dort hast möglich gemacht für uns. Und wir sind auch dankbar für deine Leib, Herr Jesus, was du hast zu uns Menschen. Als du am Kreuz gestorben bist, dann siehst du, dass wir vor dich, für alle, die auf diese Erde kommen wollen. Und wir sind von dir froh, dass du uns das hier an Bord hast, dass wir das leben können. Und Vater, stark unseren Glauben und offenbar uns die Dinge, was du in deinem Wort lehren lässt, damit wir können reich leben hier auf dieser Erde. Vater, wir wollen uns die anbefehlen und vertrauen deine Lehrung in Jesus' Namen. Amen. Wir wollen von der checken in Matthäus 12. Matthäus Kapitel 12 von Vers 14 und 15. Das sind zwei Verse, die ich lesen wollte, und dann wollen wir ein bisschen bloß so übergehen. Aber in Vers 14, du hast es, wo die Pharisäer rückgingen. Sie hatten gesehen, wo Jesus viele Menschen geheilt hat. Dort alles hat allein gekickt und dass wir endlich sehr möglich. Sie gehen rüt und wollen mal beruhigen, wo sie Jesus können über die Zeit bringen. Das können sie nicht verstehen, was Jesus tut. Und sie gingen rüt und Jesus war dort an in Vers 15. Und er ging, sagt es, als Jesus das anwar, ging er von der Weg. Und an kamen viele Menschen heran und er heilte. So, er dort heilen durch am Sabbat, wo die Pharisäer nicht mit einverstanden wären. Jesus ging der Weg und an kamen viele Menschen heran und er heilte wieder. So, bloß an dort gedacht, dass Jesus heilte Menschen, wenn wir von denen krank sind, dann gleich wie geheilt worden, dann gleich wie einem Doktor zu fahren, und gleich, dass wir geheilt worden, wir gleichen alle in gesunder Körper. Dort ist so, als wir naturally sind. Und dort ist auch fein, dort ist auch, dass Gott das geplant hat. Aber wir wissen, dass der Körper nicht immer so bleibt. Und dass er manchmal nicht gesund ist. Und dass der Körper auch so weit geht, dass er hier nicht mehr zu brauchen ist auf diese Erde. Aber an diesem Körper, du hast was Jesus danach heilen kann. Dass wir in Ruhe Gemüt haben, dass wir gelassen sein, was immer mit dem Körper passiert, ist mir nicht das Wichtigste, mir ist das Wichtigste, die Gemeinschaft mit Gott zu beleben, klar und lebendig zu holen. Und wenn wir denken, dass Jesus heilt, well, dort hätte von der noch.
wo hält er mich? Weil er will, dass ich will jässlich gesund sein, dass ich will jässlich aufmerksam sein, dass ich will kann mit Freude das Leben hier auf diesem ihr Leben nicht bedrängt, vertwiebelt, oder nicht weiten Wort kriegt, alles angeht. No, Jesus will uns heilen, dass wir können mit Freude das Leben hier leben, was wir hier auf ihr haben. Er hat uns ein kartes Leben geschenkt. Und dort können wir selbst entscheiden, als wir wollen mit einer Frau, mit Frieden das Leben, oder als wir wollen bedrängt, oder anmutig sein. Dort hat Gott mir und die übergeben. Ich kann wir entscheiden, was wir mit dort wollen tun. Wenn wir wollen mit Frieden für Jesus leben, er hat alles gegeben, was er fehlen hat. Und dort hat er uns verschiedene Gleichnissen vertalt, wo das Himmelreich looten soll, wo das Himmelreich looten dat, und was an dort alle miteinander flechten dat. Wenn wir kijken dann in, von Vers 22 wieder, da vertelt Jesus das Gleichnis von der Beise Gäste, und dann wenn wir wieder gehen dann in, von Vers 33 wieder, du hast von dem Baum und der Frucht, wenn wir einen Apfelsinenbaum haben, dann haben wir nachher auch die Frucht. Das wird Apfelsinen sein, das wird nicht das, was sein. Versucht uns du was zu erklären. Vers 38 wieder, kommen die Jena, was gegen Jesus wären, kommen und sagen, dann wie sonst mal ein Wunder. Wenn du so viel lehren kannst und so viele Menschen kannst gesund merken und all dort, dann wie sonst mal ein Wunder. Und so, wir alle gleichen sometimes Dinge zu sagen, was allmählich scheint von zu tun. Und dort ist auch hier, wo diese Menschen, die sagen, dass Jesus hat viele Menschen geholt, sie sagen, dass die Menschen, die gleichen Jesus, und dann wissen uns mal noch mal was die extra tun kostet, was nicht alle Menschen tun können. Und dann geht er wieder, und der nächste sagt, die Warnung für Treibfall. Vertelt er das Gleichnis, was passieren kann, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist und Treibfall hat. Was da passieren kann. Und dann wieder sagt Jesus seine wahre Familie. Und dann Jesus macht in einem Boot entstehen, weil sie lehren, dass die Menschen kommen so ran, sticht ein Boot an. Und dann vertelt er das Gleichnis von den Seemann. Und dann woran Jesus das Gleichnis vertalen hat. Jesus sagt, was das Gleichnis von Seine bedient, leichtet ut. Und dann ein Krut macht den Weit. Und ein Samenkorn, wenn das ein kleiner Korn ist, wo das abwassen hat, einen Baum geben hat. Dann erklärt er, was das Gleichnis bedient hat von den Krutmanken Weit. Und dann von Vers 44, dann sagt er einmal, oh ne, ich bin mir selbst ein bisschen verrückt gerannt. Von Vers 36, wir haben uns dumm ein bisschen anlassen. Und dann later wir noch 3 Stunden zusammen andere Geschichten ein bisschen machen. Aber hier in Matthäus 13, Vers 36, sagt er, dann lässt Jesus das Volk gehen und ging im Haus nennen. Seine Jünger kamen nur an und sehen. So haben nu viele Menschen gelehrt und geheilt. Und dann auf einmal sagt er so, die Versammlung ist entlassen. Aber seine Jünger, die kommen mit seinen Jüngern top geht hinein. Und dann fragen die Jünger, was bedeutet Gleichnis? Was hast du uns wollt lehren mit dem? Du hast uns was vertalt und wir können doch bloß nicht klar verstehen, was du uns hast wollt sagen. Und dann fängt Jesus an, das zu erklären. Und sagt in Vers 37, er antwortet und sagt zu an, die das Gute sucht, seht, als die Menschen sehen. Ein anderer wird, wer diese Gute sucht, ausstrahlen, dort ist Jesus. Dort sein Axt, sagt er. Vers 38 sagt er, der Acker ist die Welt, der Gute sucht, sind die zum Himmelreich gehören. Und an diese Geschichten, was Jesus vertalen hat,
mehrmal abgenannt, das Himmelreich ist so aus dit. Das Himmelreich ist so aus dit. Und hier sagt er, dass dem Himmelreich gehören, und das ankreut sind, die zu dem Beisen gehören. Ich werde den Vers noch einmal lesen. Der Acker ist die Welt, der Gode Sod sind, die zum Himmelreich gehören, und das ankreut sind, die dem Beisen Jes, zu dem Beisen Jes gehören. So, keiner von uns wird sagen, okay, ich weiß nicht, ich gehöre zu dem Beisen Jes. No, dort will keiner von uns. Bei sagen, dass ich gehöre zu dem Himmelreich, dort ist uns sometimes fremd, aber dort weiß wir nicht, woran würde ich dort sein. Ich bin doch Fan, ich bin alle Sonntag in der Kirche, ich bemühe mich, alle Dinge recht zu tun, so dort soll es doch sein. Jesus sagt hier, der Acker ist die Welt, da will er mit sein, dass jeder Mensch auf dieser Welt ist ein Acker, ist ein Port von diesem Acker. Dann sagt er, der werde Gottes so annehmen, das, ein anderer wird, die gehören zu dem Himmelreich. Weil dort, wo wir alle wollen hingehören, dort ist keine Frau, da brauche ich gleich eine Frau von der Südwesten gehören. Dort ist uns alle klar, wo wir hingehören wollen. Aber als diese Sod und das Acker so gefallen, dass ich mir sicher bin, ich gehöre zu dem Himmelreich. Jesus sagt hier, der Gode Sod sind die zum Himmelreich gehören. Er tekent das durch an, dass ich und du sind ein Port von dieser Sod. Er hat uns dort an Bord, dass wir das verstehen können, du sind ich und du ein Port von dieser Sod. Und dort gehört zum Himmelreich, das kommt von Jesus. Jesus hat dort gelehrt. Er hat uns dort gesagt. Und dann in den 39. Vers sagt er, der Feind, der dort seht, ist der so tun. Der erste ist dann, wann diese Zeit zu Ende kommt. Der Drascher sind die Engel. Gerade so als das Krut uitgereden in einem Vieh geschmeten wordt, so wird das auch sein, wann diese Zeit zu Ende kommt. Man, das hört sich uns sehr gleich zu. Jesus sagt, wenn diese Zeit zu Ende kommt, dann werden die Gottlose, oder die werden zu den Beisen gehören, die werden uitgereden in einem Vieh geschmeten worden. So er sagt, er braucht das Wort Heil hier nicht. Aber er sagt ganz klar, was passieren wird. Vers 41 sagt er, die Menschen sehen, was seine Engel schicken. In anderen wird Jesus sagt, ich will meine Engel schicken, alles aus seinem Reich rüberzusammeln. Was du erfährt und wer gesetzlos ist. So er wird, in anderen wird, aus seiner Gemeinde wird er all die rübernehmen, die gesetzlos leben. Wie hier nach einmal das Wort diese war, wir sind frei, nun kann ich tun, was ich will. Jesus sagt hier, wer gesetzlos ist, in anderen wird, wer nicht so leben, das ich ein Wort gelehrt habe, dem wo ich darüber reden. Das hat sich sehr glücklich getan. Und dass ich also alle Geschichten total in Ewigkeiten, habe versucht, uns was deutlich zu merken, dass das Leben hat noch Wiederleben. Das ist nicht bloß hier, ab das ihr Leben, nein, es ist der. Das Leben geht wieder. Und du wirst das entweder mit Jesus sein oder ohne Jesus sein. Wenn es sagt, dass gesetzlos sind, dann meint, wir holen uns nicht an dort, was gelehrt worden ist. Vers 42 sagt, ein Wort, der in ein flammenden Ofen schmieden, da wollen die Menschen jammerieren, schrien und mit Zähnen knirschen. Dann wollen die Gerechten ihren Futter sein kennen, kriegt Schienen aus der Sonne. Wer die Ohren hat zum Hören, den lud hier. So hat es auch verteilt zu der ganzen Versammlung. Nu haben die Jünger dort erklärt, und dann hinterste ein sagte, wenn wir horchen wollen, dann lud ihm hören. Ich habe das so gesagt, als das Wort sein. Wenn wir uns den anlassen, wo das Wort sein, dann haben wir uns das so klar gesagt, dann können wir uns selbst fragen, wo wichtig, wo ernst ist es bei mir, was Jesus gelehrt hat. Ist das so, bloß das haben wir all gehört und wir weiten dort und das ist okay und dann nicht wieder durch uns viel merken. Oder ist das something, wo wir uns
Immer war zelfs Frauen dan, je hier ik ter het Himmelrijk, je hier ik niet ter het Himmelrijk. Dat wordt zijn, ik je hier ter het zoet en dat wel we niet. Maar we kennen ons Frauen, je hier ik ter het Himmelrijk, doe ik niet. Dan heet zich dat niet ganz so gruwelig. Aber wirklich ist das gruwelig, wenn ich nicht ter het Himmelrijk hier. Wenn du wort eine Entscheidung sein. Jesus sagt, wenn diese Zeit zu eng ist, dann wird er de Engel schicken und die werden dort in eindelen. Wer gesetzlos gelebt hat, oder wer für das Himmelreich gelebt hat. Und als er dort Gleichnis erklärt hat, dann verteilt er die Dinge noch wahr ein paar Gleichnissen und sagte, das Himmelreich ist so aus mit einem Schatz, der aber Stab vergruft ist, den ein Mann fängt und dann verstückt und in seine Freiheit ging und alles verkauft, was er hat, und das steckt Lohn kauft. So, ich habe gesagt, dass du wird entscheiden kommen für die Gerechte und die Ungerechte. Und hier sagt er, das Himmelreich ist so aus ein Schatz. Das ist so, als wenn ich was sehr gleichen da. Was ich sehr gleichen da, da sind ich ganz ehrlich, some Zeit zu spenden. Dat deed me niet uit wanneer ik een schoof tijd spenden moet. En wanneer ik een schoof tijd spenden, dat meint ik reken het, dat is een bewijs dat ik dat wat rekenen doe. Excuse me. Hij zegt dat something wat op een stap is, wat hij gevangen heeft. Er is something wo hij wat gezien heeft, wat voor hem wertvoll ist. Und wenn das für mich wertvoll ist, dann spende ich wirklich some Zeit durch. Und wenn ich das some Zeit spende, das meint, da will ich uitvinden, was dahinter ist, was das meint, was ich dort sein kann. Und dann, als das Gleichnis verteilt hat, dann in Vers 44 sagt er, das Himmelreich ist auch mit einem Handelsmann zu vergleichen, der nur feine Perlen sieht. Der dann, als hij de sehr wertvolle Perl fängt, ging und verkauft alles, was er hat und kaufte. So wie an diese beiden Gleichnissen habe ich zwei Stück, das sind ein paar Versen, und habe beide mal gesagt, ging und verkauft alles und kauft dort. Ein anderer wird wel Hans hier sagen, dass wenn du was wertvolles hast, dann sage ich wirklich, alles, was mich selbst interessiert, loszulassen, auf zu sein und dort zu gehen, wo ich weiß, wo ich sehr viel rechnen darf. Jesus sagt hier ganz klar, versucht klar deutlich zu merken, wenn das Himmelreich wird dort sein, wo ich das meiste rechnen, dann will ich wirklich sein, all diese Dinge hier bei ihr auf zu sein. Dann will ich wirklich sein, loszulassen, was mein Fleisch scheint. Dann will ich wirklich sein, Dinge zu ändern. Dat ik kan ter Gottes rike hier en dat ik willig zijn te doen wat zijn verlangen van mij is. So dit twee gelijkenissen de lijn heeft, dan vertaalt het nächste. Dan zegt hij, waar dat Himmelrijk is, ook zo als een naad. Dat Himmelrijk is zo als een schatz, zo als een gouden perl, en dan hier zegt hij als een versnaad. Hij verziekt uns de Gedanken der Hand zu bringen, du hast was sehr wertvoll. Und nu sagt er, das ist aus einem Verschnaht. Das Himmelreich ist so aus einer Naht, dort im Meer geschmitten wird und alle verschiedene Sorten Fisch sammelt. So, das Himmelreich ist mit einer Naht zu vergleichen, dort alle Sorten tegelijk sammeln wird. Wer mit einer Naht gefasst hat, der weiß, dass es kommen verschiedene Sorten Fisch miteinander. Und dann vertelt er, was passiert denn, sagt in Vers 48. Und wenn das ihr Fall ist, schlagen sie dort nur den Kant, dann sagten die Menschen sich durch und sammeln die Gold in Gefäße und die Schlechte werden weggeschmissen. Die sammeln das. Die kicken das durch. Dort, was ist zu brücken und was ist nicht zu brücken.
Jesus sagt vorher all, dass er wird seine Engel schicken, dort ihn einzulesen. Und er kommt mit einem frischen Gleichnis ab und versucht uns noch einmal zu sagen, guck mal, dass Himmelreich erst aus dem Verschnaht, da wird alle Sachen gesammelt, aber am Ende dann wird ihn eingelesen, wer den Willen Gottes getan hat und wer gesetzlos gewesen ist. Vers 8, oh ja, ich habe das alle lesen, Vers 48. Und dann in Vers 49, da sagt er, so wird es auch sein, wenn diese Zeit zu eng ist. Dann wollen die Engel kommen und die Böse und die Gerechte scheiden. Und wollen die im Vier schmieden, da wollen die Menschen jammerieren und mit Händen knirschen. So, ich habe uns das auch zweimal gesagt und einmal verteilt hat er, beidmal hat er das bloß zu den Jüngern verteilt. Er hat die Menschen gelehrt, geheult, und nicht die Jünger hat er zweimal das Gleichnis verteilt. Die sagt, ich werde ihnen einteilen, und die Gerechte, die wollen schienen aus der Sonne, die wollen glücklich sein, ewig glücklich, und die Eierreichte, die wollen im Vieh geschmitten werden. So, wenn wir an dort denken, im Vieh geschmitten zu werden und verewigt dort zu sein, das gibt uns mit so einer kruse Hüt an den Armen. Man, wo wird das sein? Wo wird das sein? Und bei Jesus, der will versuchen, uns das so klar zu machen, dass wir nur hier nicht wollen, äußerlich sein, wir haben es nicht gewusst. Er versucht, auf verschiedene Wege zu kommen und uns zu sagen, dass wir das sagen verstehen können, was er wirklich meint. Das ist nicht bloß was Leid, das ist something, was du Wort zu sein, wo uns Menschenverstand manchmal meist nicht begreifen kann, wo das Krieg ist. Wo wird das Krieg sein? So, dann braucht er nach ein anderes Beispiel. Nun trägen nur Vers 33 in Kapitel 13. Sein gerade, hier ist in Kapitel 12. Kapitel 12, Vers 33. Hier verteilt er uns das Gleichnis von dem Baum. Sagt er, saat ein golden Baum, so wird die Frucht gut sein. So, das hat mit meiner und deiner Entscheidung zu tun. Aber eigentlich kann den Baum saaten gehen, sagt er. Saat ein golden Baum, so wird die Frucht gut sein. So, eigentlich kann entscheiden, als wir das gute Baum sein, oder als wir nicht das gute Baum sein. Und dann sagt er, was passieren wird. So wird die Frucht gut sein, wenn es ein guter Baum ist. So, die wollen dort leben, was für ein Baum eigentlich sein. Saat ein schlechten Baum, und die Frucht wird schlecht sein. Und die Frucht wird den Baum kennen. Und die Frucht wird den Baum kennen. Jesus sagt, und dort soll eigentlich leben wollen, wo die Menschen erkennen können, wer eigentlich sein. Vers 34. Kommt dann nochmal ganz direkt hin. Hier redet er zu der ganzen Versammlung, wo die Pharisäer mang sind, alle Menschen daran sind, dann sagt er, je Schlangenbrautsel. Ich weiß, wenn ich hier würde stehen und würde anfangen, den was zu den Menschen hier reden, ich glaube, da würde ich gleich beleidigt sein. Aber Jesus, der sagt das, Jesus das. Er sagt, je Schlangenbrautsel. Habt eine große Herde Menschen dran sich, dann sagt er zu ihnen, die sind von den Weisen, ein anderer Wort. Er sagt, wie können die gut reden, wenn die schlecht sind? Weil es wovon das Hortfall ist, davon redet das Mühl. Wie können wir gut reden, wenn wir schlecht sind? So, dort haben wir uns vielleicht alle gelehrt. Wir können sehr schmack reden. Wir können das sehr schmack versuchen zu erklären, wo wir würden gleichen zu sein. Wo mir das Loten, wo ich würde sagen sein, oder wo Jana würde sagen sein, dort können wir auch sehr fein reden. Aber, wenn wir den Menschen aufhorchen, wovon der sein Hortfall ist, davon wird er über dem reden. Wenn er bloß heran ist und das Geld merken, dann wird er auch meistens von dort reden. Wenn er aber heran ist und Gott sein Recht, dann wird er auch wellig reden von das er $10 verdient, oder hat für Gott getan, aber er wird immer weiter daran denken und wird davon mit anflechten, dass das Recht Gottes ist für mich aber noch ein bisschen höher als das, was ich verdient habe, oder was mir auf Schein gegangen oder was immer. Wenn Jesus sagt hier, wovon das Hortfall ist, das Wort, das Müll überall. Wir können Menschen beobachten, wir wollen über dem an, wovon der Fall ist.
omdat ons dat krijgt zijn net. Vers 35. Een goede mens brengt uit zijn goede kummer goede eruit, en een slechte mens brengt uit zijn slechte kummer slechte eruit. Zodat wat van het hart vallen is, wat hij reden. Vers 36. Ik zei u dit, om de rechtsdag wordt de mens Rechenschaft geven voor jeder annützliches woord dat hij geredet heeft. Niet vielleicht nog even dort met nemen. En jeder annützliches woord wat ik geredet heb, dat wordt om de rechtsdag moeten beantwoord worden. Kunnen we ons voorstellen, zijn we onze rekening loten dat, hoeveel die we Rechenschaft geven? Wanneer we nu denken, dan, ik heb 40 jaar geleefd, en jeder woord in die 40 jaar, dan zal ik voor een rekening, zal ik voor antwoord geven, waarom ik dat gezegd heb, wat ik dat gezegd heb, en ik kan me zeer lang niet alle denken. Maar. En een dag zegt het woord ons hier, dat wordt er staan en dan wil ik zelf een antwoord geven. Wat wil ik zeggen? Wel, wanneer we ons nu wel deze weg aan dit denken en non-kijken, dan worden we kort komen. We worden niet voorbij kunnen. We worden ons alle zo vuil, dat is keine Hoffnung meer, dat geht niet. Door is Jezus gekomen en heeft de vergeving geschaffen. Wanneer du oprechtig zijn en de vergeving vragen, dan wordt hij ons vergeven. En dan in vers 37 zegt hij, wees dat je ene weet waar je gerechtvaardigd en dat je ene weet waar je verdampt wordt. Zo wanneer we kunnen zeggen, ik ga met Jezus, ik ben met Jezus geweest, ik weet Jezus heeft mij vergeven, dan kan ik dat zeggen, ik ga de vergeving gekregen bij Jezus. Ik ben vergeven worden. Want ik zal voor jeder woord wat ik aanheidig gereed heb, voor jeder woord wat ik gezegd heb, zal de rekening aan jaren dag veilig krijgen. Ik en u worden niet weer handen te beantwoorden. We worden niet gaan. Dus dat zijn te veel. En Jezus weet dat. En hij zegt hier dat je in de ene weet waar je gerechtvaardigd en dat je in de ene weet waar je verdampt wordt. Zodat wat uit ons mul wat uitkomt. Dat wat besteden wer in die zijn. Nu twee, het zegt wat ons hart van val is, wat bij mul overkomt. So, wo is mijn hart van val? Wat komt bij mijn mul over? Dat mijn ene weet waar ik verdampt, ook dat mijn ene weet waar ik gerechtvaardigd word. En zo, wanneer we nu aan onszelf denken, dan komen we kort, dan kunnen we niet zeggen, waar dat kan schaffen. Aber, weil wir an Jesus glauben und weten dat wanneer we aardig gedaan haben en Jesus komt, dan is het true en gerecht en vergeeft ons alle zinnen en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Waar hij reinigt ons. Hij is willig ons te reinigen. Hij is willig ons denken te houden. Kijk maar, wanneer je niet voor een anderen, dan word je verdorven worden. Dan word je verdampt worden. Aber, wanneer je willig bent om mij te geloven en mij not te volgen, dan word je gereinigd zijn. Dan kan je gereinigd zijn. Dan kan je gelukkig zijn. En dan in vers 43 en kapitel 12, ja. Daar zegt hij, wat passeren kan wanneer we terugvallen. Nu hebben we deze erlösung beleefd. We hebben het ervaren met Jezus top te zijn. We hebben het ervaren wanneer we met Jezus zijn, dat hij vergeven deed en dat hij ons reinigen deed en al dat. En dan in vers 43 zegt hij, wanneer de arena Jezus uit een mens uitvoert, nu redt hij van de arena Jezus. Je hebt er 3 wildnissen en 7 ru,